Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Videoreihe 10 Jahre Ausbildung bei FIS. Mein Name ist Olli, ich bin aus dem Personalmarketing bei FIS, bin da seit 2018 angestellt und ich habe hier wöchentlich neue Gesprächspartner zu unserer Ausbildung zum Fachinformatiker. Und wie ihr hier heute neben mir sitzt, das erfahrt ihr jetzt. Ja, vielen Dank. Ich bin der Marco, ich bin seit 2014 bei FIS, habe auch selbst die Ausbildung hier bei FIS gemacht, also schon etwas länger her. Bin mittlerweile nach der Ausbildung dann in der Entwicklung tätig gewesen und bin jetzt etwas die Seiten gewechselt in den Bereich der Ausbildungsleitung und als Ausbilder tätig. Sehr gut, als Ausbilder tätig bist du jetzt. Das heißt, du kümmerst dich um unsere Azubis oder was ist die genaue Aufgabe? Genau, also wenn jemand bei uns die Ausbildung anfängt, wird er erstmal sehr viel mit mir auch zu tun haben, weil ich zum einen großen Teil der fachlichen Ausbildung mache, das heißt, ich halte Schulungen zu den verschiedenen Themen, Entwicklungsthemen, Programmiersprachen. Zum anderen aber auch bin ich mit dabei bei der Planung von der Ausbildung, bei der Koordination und bin da so für verschiedene Dinge eben zuständig und rund um dieses Thema Ausbildung auch immer Ansprechpartner. Bin zum Beispiel auch bei der IHK Mitglied im Prüfungsausschuss und habe da dann nochmal so ein bisschen einen Einblick. Also irgendwie so alles rund um das Thema Ausbildung landet sehr oft bei mir auf dem Schreibtisch. Sehr gut. Also Marco, ein voller Insider von FIS, lange schon dabei. Und der ein oder andere wird ihn natürlich schon von unseren Social-Media-Kanälen hier kennen, weil er ja wirklich sehr viel Zeit investiert und auch einfach dafür sorgt, dass sich die Azubis bei uns so wohlfühlen. Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reingehen. Zu jeder Ausbildung gehört auch ein Azubi-Projekt. Damals hattest du vielleicht ein sehr besonderes Azubi-Projekt. Erzähl doch mal ein bisschen einfach, wie es dazu kam, was daraus entstanden ist und ja, ein paar Infos. Ja, gerne. Also vielleicht ganz kurz, Azubi-Projekt. Für die, die es jetzt noch nicht wissen, haben wir immer bei uns in der Ausbildung am Ende vom ersten Lehrjahr. Gab es damals auch schon bei mir 2014, war deswegen besonders, weil unser damaliges Azubi-Projekt mittlerweile ein Produkt ist, womit die FIS Geld verdient. Und unser Thema war damals als Azubi-Projekt das Thema Berichtsheft. Das heißt, unsere Aufgabe von unserem damaligen Ausbilder war, baut mir eine Anwendung, mit der ich ein Berichtsheft schreiben kann. Und genau das haben wir dann gemacht, haben überlegt, was braucht man denn überhaupt für Funktionen. Natürlich kannten wir als Azubis damals selbst das sehr gut, was wir da brauchten und haben das dann auch programmiert, entwickelt, getestet, präsentiert und dann auch schon gegen Ende der Ausbildung selbstständig verwendet. Sehr gut. Ich will noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Hol doch unsere Zuhörer gern mal ab, was überhaupt ein Berichtsheft ist. Wir haben vielleicht viele Schülerinnen und Schüler da draußen, die mit dem Begriff überhaupt noch nichts anfangen können. Ja, also Berichtsheft müsst ihr während der Ausbildung immer schreiben, das Ganze wöchentlich. Und da schreibt ihr im Prinzip wöchentlich nieder, was ihr gemacht habt. Das ist zum einen für euch, dass ihr das ein bisschen reflektieren könnt, damit ihr aber auch vielleicht im zweiten Ausbildungsjahr wisst, okay, was habe ich denn im ersten Ausbildungsjahr bei der Schulung gemacht und gelernt. Ist aber zum anderen auch ganz wichtig zu erwähnen, eine Zulassungsvoraussetzung für die Prüfung. Das heißt, um an der Prüfung am Ende der Ausbildung teilzunehmen, muss das Berichtsheft geführt sein. Sehr gut. Das heißt, mit eurer Anwendung habt ihr es geschafft, dass das Führen des Berichtshefts, man kennt es mit Stift und Zettel, ja, angenehmer, schneller möglich ist, sogar am Ende per App und Sprachsteuerung möglich ist. Und ja, wie ist das so das Gefühl, wenn man dann von einem Azubi-Projekt ein fertiges Produkt sieht und die Firma damit Geld verdient? Also wie fühlt man sich da einfach? Das ist doch ein unglaublicher Stolz oder auch eine Wertschätzung, oder? Ja, also das ist mega cool, da bin ich auch bis heute noch sehr stolz drauf. Immer wenn die neuen Azubis kommen und das Berichtsheft verwenden und so weiter, kann man immer mal so ein bisschen erzählen, hey, die Grundidee von diesem Berichtsheft, da war ich damals dabei. Und es war auch damals die Zeit, wo das Thema Cloud relativ neu kam und es war auch damals dann eigentlich überhaupt keine Frage, ob man jetzt das Produkt mal verwenden möchte und in die Cloud bringen möchte. Genau das haben wir dann gemacht und es war dann eines der ersten Produkte von FIS in der Cloud, was mittlerweile auch relativ viele Kunden hat, auch hier aus der Region. Und es ja, ist einfach ein schönes Gefühl, da zu wissen, okay, mein Gedankengut ist ein Teil davon. Ja, sehr gut. Also, wenn das keine Lust auf eine Ausbildung macht und vor allem eine Ausbildung bei FIS macht, dann weiß ich auch nicht. Marco, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, Wenn auch ihr Lust habt, bewerbt euch bei uns, schaut euch die anderen Videos zu unserer Ausbildung noch an. Ihr könnt hier sehr viel Infos erhalten, sehr viel lernen und dann hören wir uns in der nächsten Woche.